Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Begleitet uns gemeinsam mit unserem Sohn Eike in die ewige Stadt Rom. Nach unserem etwa 2-stündigen Flug fahren wir mit dem Taxi zu unserem Hotel, das im Herzen der Altstadt liegt und uns als zentrale Basis dienen soll. Unser Apartment liegt gleich um die Ecke vom beliebten Platz Campo di Fiori und garantiert uns einen angenehmen Aufenthalt für die kommenden 6 Tage in Rom. Nachdem wir uns in der Residenza Spada eingerichtet haben, begeben wir uns auf unsere erste Schnuppertour durch Rom und zunächst zum Campo dei Fiori. Wir laufen in Richtung der Engelsburg und erreichen die beliebte und belebte Piazza Navona, die in der Antike tatsächlich ein Stadion war. Da sich der Hunger so langsam bemerkbar macht, lassen wir es uns in der Cucina Casareccia richtig gut gehen. Wir erreichen den Tiber, der im antiken Rom eine wichtige Lebensader war und im Abendlicht eine wunderbare Kulisse abliefert. Hier befindet sich ebenfalls die Engelsburg, der wir in den nächsten Tagen noch einen Besuch abstatten werden. Wir werfen noch einen letzten Blick auf den Vatikan und sagen für heute Buonanotte. Heute beginnen wir unseren Rundgang mit der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit der Pilger, die sich gleich um die Ecke unseres Apartments befindet und ein schönes Beispiel barocker Architektur ist. Nicht weit entfernt befindet sich der Lago Argentina. An diesem Platz findet man die Reste von 4 antiken Tempelanlagen. Dann erreichen wir das Nationaldenkmal, in dessen unmittelbarer Nähe wir im Schatten der Bäume eine kleine Rast einlegen. Auch dieses werden wir mit euch am nächsten Tag noch besuchen. Gleich um die Ecke wird es wieder so richtig antik und uns wird schnell klar, dass die ganze Stadt ein einziges Freilichtmuseum ist. Da dieser Tag zunächst zur groben Orientierung dient, werden wir das vor uns liegende Forum Romanum ebenfalls noch genauer unter die Lupe nehmen. Dann hoffen wir auf eine Führung im weltweit bekannten Kolosseum, müssen aber leider feststellen, dass diese so kurzfristig ohne vorherige Reservierung nicht mehr zu bekommen ist. Für den nächsten Tag ergattern wir aber noch 3 Plätze. Bellissimo! Rom hat ja noch genug andere Highlights zu bieten und so vertreiben wir uns die Zeit noch ein wenig am Augustusforum, das im antiken Rom als das zweite der 4 Kaiserforen nach dem Forum Romanum errichtet wurde. An der Piazza della Rotonda, in unmittelbarer Nähe des Pantheons, werfen wir noch einen Blick auf die Feinkostmetzgerei, die für ihre nostalgische Atmosphäre und die hängenden Schinken bekannt ist. Für das Pantheon haben wir uns für den Nachmittag Online-Tickets besorgt und betreten ehrfurchtsvoll die gute Stube. Das Pantheon ist eines der am besten erhaltenen und beeindruckendsten antiken Bauwerke der Stadt und besticht durch seine monumentale Kuppel, die einen Durchmesser von 43 Metern hat und bis ins 20. Jahrhundert die größte freitragende Kuppel der Welt war. Ein zentrales Loch befindet sich in der Kuppel und lässt Tageslicht in den Innenraum strömen, was eine magische Atmosphäre schafft.
Ursprünglich im Jahr 125 nach Christus unter Kaiser Hadrian als Tempel in der jetzigen Form erbaut, dient das Pantheon heute als Kirche. Für uns kaum zu glauben, dass dieses Gebäude hier schon 1900 Jahre existiert. Wir verlassen das Gebäude wieder durch die beeindruckende Reihe korinthischer Säulen und suchen uns in der quirligen Altstadt ein kleines Café für einen leckeren Cappuccino. Der Trevi-Brunnen ist einer der berühmtesten Brunnen der Welt und ein ikonisches Wahrzeichen Roms. Er befindet sich im Stadtteil Trevi und zieht, wie unschwer zu erkennen ist, täglich Tausende von Besuchern an. Eine der bekanntesten Bräuche besagt, dass man eine Münze über die Schulter in den Brunnen werfen soll, um sicherzustellen, dass man eines Tages nach Rom zurückkehrt. Im Zentrum des barocken Brunnens steht eine Statue des Meeresgottes Ozeanos, der auf einem von Seepferden gezogenen Wagen fährt. Vorbei am zur rechten Hand liegenden Hadrianeum erreichen wir die Piazza di Spagna. Sie ist eine der bekanntesten und lebendigsten Plätze in Rom. Hier befindet sich die beeindruckende spanische Treppe, die den Platz mit der Kirche Trinità dei Monti verbindet. Am Fuße der Treppe befindet sich ein Brunnen in Form eines halb versunkenen Bootes. Durch die idyllischen kleinen Gässchen erreichen wir die Piazza del Popolo, in deren Mitte ein imposanter ägyptischer Obelisk steht, der im 1. Jahrhundert vor Christus nach Rom gebracht wurde. Der Platz wurde im 16. Jahrhundert neu gestaltet, wobei die beiden Zwillingskirchen erbaut wurden, die die südliche Seite des Platzes zieren. Das Innere der Kirchen ist reich verziert mit Fresken, Stuckarbeiten und kunstvollen Altären. Den zweiten Tag in Rom beenden wir am beliebten Campo di Fiori in der Osteria Tavola Magna, die wir ab diesem Tag aufgrund des leckeren Essens zu unserem Stammlokal küren. Heute beginnen wir unseren Tag mit dem Besuch der Kirche San Ignazio di Loyola, die sich ebenfalls in der Nähe unseres Apartments befindet. Das Innere der Kirche ist besonders beeindruckend und bekannt für seine perspektivischen Fresken. Besonders bemerkenswert ist die falsche Kuppel, die Andrea Pozzo gemalt hat, um den Eindruck einer echten Kuppel zu erwecken. Die Kirche beherbergt auch die Gräber mehrerer Heiliger. Wir schlendern durch die pittoresken Gassen der Altstadt noch einmal am Trevi-Brunnen vorbei. Heute wollen wir das Nationaldenkmal genauer unter die Lupe nehmen. Es wurde zu Ehren von Victor Emanuel II., dem ersten König des Vereinigten Italiens, errichtet. Das Monument besteht aus strahlend weißem Marmor und beeindruckt durch seine majestätischen Säulen, weitläufigen Treppen und beeindruckenden Statuen. Im Zentrum des Denkmals steht eine massive Reiterstatue des Königs. Außerdem bietet das Denkmal eine Panoramaterrasse, von der aus man einen atemberaubenden Blick über Rom genießen kann.
Der Bau des Denkmals begann im Jahr 1885 und wurde 1911 offiziell eingeweiht. Direkt daneben befindet sich auf dem Kapitolshügel die von außen relativ schlichte Santa Maria in Araceli. Das Innere der Kirche ist reich verziert und beeindruckt durch seine 3 Schiffe, die durch antike Säulen getrennt sind. Die Decke der Kirche ist prächtig mit goldenen Kassetten und Malereien geschmückt, die Szenen aus der Schlacht von Lepanto darstellen. Kurz darauf werden wir noch Zeuge eines Wachwechsels am Grab des unbekannten Soldaten, das sich am Eingang des Nationaldenkmals befindet und an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnert. Diese Wachwechsel erfolgen zu jeder vollen Stunde. Dann wird es Zeit für unsere am Vortag gebuchte Führung durch das Kolosseum. Nachdem wir mit unserer Führerin diverse Sicherheitskontrollen passiert haben, betreten wir das Innere des Kolosseums durch den Eingang, der in der Antike nur dem Kaiser vorbehalten war. Heute zieht es Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt an. Das Kolosseum ist eines der bekanntesten und beeindruckendsten antiken Bauwerke der Welt und wurde zwischen 72 und 80 nach Christus unter den Kaisern Vespasian und Titus erbaut. Es misst etwa 188 Meter in der Länge und 156 Meter in der Breite, fasste 50.000 Zuschauer und war Schauplatz zahlreicher spektakulärer Veranstaltungen, darunter Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen und Hinrichtungen. Ein komplexes Netzwerk aus unterirdischen Gängen und Kammern, die zur Lagerung von Tieren und zur Vorbereitung der Gladiatoren genutzt wurde, war durch Falltüren und Aufzüge mit der Arena verbunden. Vorbei am dreitorigen Konstantinsbogen laufen wir zum Titusbogen im Forum Romanum. Wir aber laufen zunächst links herum den Palatin hinauf. Der Palatin ist einer der berühmtesten Hügel Roms und hat eine immense historische Bedeutung. Hier wurden die ersten Siedlungen des antiken Roms errichtet, was ihn zu einem der ältesten Teile der Stadt macht. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Hügel und seine Umgebung zu einem Zentrum der Macht und Pracht des Römischen Reiches. Hier kann man beim Spazieren durch die archäologischen Überreste mehrerer kaiserlicher Paläste die Geschichte Roms hautnah erleben. Er erhebt sich etwa 40 Meter über dem Forum Romanum und bietet einen beeindruckenden Blick auf die umliegenden antiken Städten und die Stadt. Zurück am Forum Romanum erleben wir eine der bedeutendsten archäologischen Stätten Roms. Im Tal zwischen den Hügeln Palatin und Kapitol gelegen, war es das Herzstück des öffentlichen Lebens im antiken Rom und beherbergte zahlreiche Tempel, Basiliken und Regierungsgebäude.
Es diente als das politische, religiöse und wirtschaftliche Zentrum der Stadt und war ein wichtiger Treffpunkt für die Bürger Roms. Heute ist das Forum eine faszinierende Ausgrabungsstätte, die jährlich Millionen von Besuchern anzieht, die die Überreste der antiken Gebäude und die reiche Geschichte Roms erleben möchten. Wir werfen noch einen Blick auf das Grab Julius Caesars und verlassen am Ausgang neben dem Tempel des Antoninus Pius diesen historischen Ort. Tag 4 beginnt ebenfalls wieder mit herrlichem Römerwetter. Und wir begeben uns zunächst vorbei am Wochenmarkt auf dem Capo di Fiori zu unserem täglichen Frühstückscafé Albiccioni. Wir kaufen uns ein Ticket für den Hop-on-Hop-off-Bus, um ebenfalls die Randbezirke Roms etwas näher kennenzulernen. Wir verlassen den Bus an der Basilika Santa Maria Maggiore. Sie ist eine der 4 großen Papstbasiliken und eine der wichtigsten Kirchen Roms. Das Innere der Kirche ist besonders bemerkenswert. Der Haupteingang ist von antiken Säulen flankiert und die Kassettendecke ist mit vergoldetem Holz verziert. Unterhalb des Hauptaltars befindet sich eine kniende Statue von Papst Pius X. Santa Maria Maggiore wurde im 5. Jahrhundert unter Papst Sixtus III. Erbaut und ist die größte Marienkirche in Rom. Die Basilika wurde mehrfach restauriert und erweitert, wodurch verschiedene architektonische Stile in ihr vereint sind, darunter die frühchristliche, romanische und barocke Architektur. Vorbei am Circus Maximus, der für seine spektakulären Wagenrennen bekannt war und bis zu 250.000 Zuschauer fasste, fahren wir zur Engelsburg, für die wir heute noch Tickets gebucht haben. Ursprünglich wurde sie im Jahr 139 nach Christus als Mausoleum für den römischen Kaiser Hadrian und seine Familie erbaut. Das Mausoleum war ein monumentaler Rundbau, der durch seine massive Struktur und die imposante Figur eines Engels an der Spitze beeindruckte. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Engelsburg verschiedene Funktionen und Umgestaltungen erfahren. Im 5. Jahrhundert wurde sie in eine Festung umgewandelt, um Rom vor barbarischen Invasionen zu schützen. Im Mittelalter diente sie als Burg- und Rückzugsort für die Päpste in Zeiten politischer Unruhen. Ein unterirdischer Gang, der sogenannte Passetto di Borgio, verbindet die Engelsburg mit dem Vatikan und bot den Päpsten eine sichere Fluchtmöglichkeit. Ein Highlight der Engelsburg ist die Statue des Erzengels Michael, die auf der Spitze des Bauwerks thront und ihn mit einem gezogenen Schwert darstellt. Von der beeindruckenden Aussichtsplattform bietet sich ein spektakulärer Blick über Rom.
Die Engelsburg beherbergt heute ein Museum, das eine beeindruckende Sammlung von Kunstwerken, Rüstungen und historischen Artefakten zeigt. Nach so viel Geschichte ist uns heute noch ein wenig shoppen. Und da wir sowieso gerade in der Nähe des Hardrock-Cafés sind, schauen wir doch gleich mal hinein. Wir werfen noch einen Blick auf den Vatikan, geben uns damit aber für heute zufrieden, denn der steht für morgen auf unserer Bucketliste. Buongiorno Vatikan, da sind wir wieder. Heute haben wir eine Führung durch das Machtzentrum der katholischen Kirche gebucht. Aber zunächst heißt es Schlange stehen, und zwar satte 1,5 Stunden. Selbst mit vorher gebuchtem Ticket kommt man darum nicht herum. Dann passieren wir die Heilige Pforte, die nur alle 25 Jahre geöffnet wird. Zuletzt geschah dies am Heiligen Abend 2024. Wir begeben uns zur Krypta des Petersdoms, die die Gräber vieler Päpste beherbergt. Auch Josef Ratzinger, besser bekannt als Papst Benedikt, ist hier bestattet. Des Weiteren findet man hier auch die Grabstätte des Apostel Petrus, der einer der Jünger Jesu war. Über eine Wendeltreppe gelangen wir aus der Krypta direkt in den Petersdom. Der Petersdom ist eine der bedeutendsten und beeindruckendsten Kirchen der Welt. Er befindet sich im Herzen der Vatikanstadt und ist das Zentrum der katholischen Kirche sowie die Grabstätte des Apostels Petrus, dem ersten Papst. Der Bau des heutigen Petersdoms begann im Jahr 1506 unter Papst Julius II. Und wurde 1626 unter Papst Urban VIII. Vollendet. Das Innere des Petersdoms ist reich verziert und beeindruckt durch seine kunstvollen Mosaiken, Statuen und Altäre. Auch im Petersdom selber sind eine stattliche Anzahl von Päpsten beigesetzt. Der Petersdom ist ein Meisterwerk der Architektur und Kunst und ein spirituelles Zentrum für Millionen von Gläubigen weltweit. Seine beeindruckende Größe, reiche Geschichte und künstlerische Pracht machen ihn zu einem unverzichtbaren Ziel für jeden Besucher Roms. Jetzt wollen wir noch die Kuppel des Petersdoms besteigen und so laufen wir zunächst die ersten 231 Stufen bis zur Dachterrasse des Domes hinauf. Von hier aus gelangt man ins Innere der Kuppel, von wo man einen atemberaubenden Blick hinunter in den Dom und die mit 42 Meter Durchmesser monumentale Kuppel hat. Ab hier verbleiben noch 320 enge Stufen über eine steile Wendeltreppe, die du bis zur Spitze der Kuppel auf jeden Fall zu Fuß erklimmen musst. Die insgesamt 551 Stufen bis zur Spitze sind eine körperliche Herausforderung, aber die atemberaubende Aussicht über Rom und den Vatikan ist diese Mühe auf jeden Fall wert. Einmal oben angekommen, werden die Besucher mit einem spektakulären 360-Grad-Blick über Rom belohnt.
Man kann die Dächer der ewigen Stadt, den Tiber, das Kolosseum und viele andere berühmte Sehenswürdigkeiten sehen. Auch ein Blick über den Apostolischen Palast, der dem Papst als Wohn- und Arbeitsstätte dient, und die vatikanischen Gärten ist möglich. Zurück auf der Dachterrasse kaufen wir uns eine Ansichtskarte und senden sie vom wahrscheinlich höchstgelegenen Briefkasten des Vatikans ab. Dann gönnen wir uns noch ein Eis in luftiger Höhe, bevor wir an der Schweizer Garde vorbei wieder den Petersplatz betreten. Das große Bier bei unserem Stammitaliener haben wir uns heute aber auch redlich verdient. Und so lassen wir den Abend in wunderbarer Atmosphäre ausklingen. Unser Frühstückscafé begrüßt uns auch heute an unserem letzten Tag in Rom mit leckerem Frühstück, bevor wir uns an den Tiber begeben. Da wir noch bis zum Flug einige Stunden Zeit haben, wollen wir heute noch zur Tiberinsel spazieren. Bei diesem herrlichen Wetter bietet das malerische Ufer des Tibers heute eine wunderschöne Kulisse und verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart auf einzigartige Weise. Wir erreichen die Tiberinsel, auf der sich schon seit Jahrhunderten ein Krankenhaus befindet. Die Brücke wurde im Jahr 62 v. Chr. Erbaut und ist die älteste noch existierende Brücke Roms. Nicht weit entfernt befindet sich das Theater des Marcellus, das in der Antike einst das größte Theater Roms war. Ihm gegenüber stehen die Überreste des Tempels des Apollo Sosianos. Ein paar Schritte weiter entdecken wir die Ruine der antiken Säulenhalle Portico d'Ottavia. Wir steigen noch die von Michelangelo entworfene Freitreppe Cordonata hinauf und werfen einen Blick auf den oben befindlichen Palast der Senatoren. Wieder am Hotel lassen wir uns ein Taxi rufen, das uns sicher durch den römischen Verkehr zurück zum Flughafen bringt. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und freuen uns wie immer über ein Däumchen nach oben, einen lieben Kommentar und ein kostenloses Abo von euch. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Arrivederci und ciao!